Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsen und die Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind natürlich wieder spannend. Und zwar das erste Thema, was wir haben, ist Lufthansa hilft Discover, da hatten wir ja drüber gesprochen. Dann haben wir das Thema Lufthansa, Carsten S. aus Emmen spricht, wie er über das Personal denkt in einem Podcast und auch wie er über Deutschland denkt. SIX-Skandal in den USA. Da gibt es eine Dame, die hat eine Langzeitmiete und da hat sie seitlich neben dem Fahrersitz, Mittelkonsole in einem BMW, eine Glock gefunden. Und Delta führt einen Basic First Class, aber auch Business Class Tarif ein. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und eure Kommentare zu lassen. Ich weiß gar nicht, was das ist, ob ihr das hört. Ich weiß nicht, ist das ein Vogel, ist das ein Kind? Meine sind es auf jeden Fall nicht. Also meine Vögel, meine Kindervögel habe ich gar nicht. Aber egal wie es ist, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und auf School zu kommentieren. Jetzt geht es auch mit den frisch gepressten Themen los. Lufthansa hilft Discover Airlines mit Wetlease aus. Ja, soweit ist es schon gekommen. Lufthansa stützt ihre Ferienflugtochter Discover Airlines im Sommer 2026 mit Wetlease. Flugzeugen mit Crew. Hintergrund ist eine kurzfristige gestiegene Nachfrage nach Urlaubsreisen. Es kommen zum Einsatz 3 21er Ceos und 320er Neos. Strecken sind Heraklion von Frankfurt aus, Teneriffa von Frankfurt aus und Mykonos von Frankfurt aus. Also ihr seht, Warmwasserziele und das Ganze ist bis zum 24. Oktober 26. Grund ist der Nachfrageanstieg. Und weil die Leute natürlich keinen Bock haben auf Dubai. Und jetzt, nachdem gestern Donald J. Trump ja gesagt hat, nee, fällt aus wegen ist nicht, also der Frieden im Nahen Osten, sind die Leute natürlich noch weniger interessiert daran, nach Dubai zu gehen. Airlines reagieren extrem flexibel auf Nachfrageverschiebungen, was sehr gut ist, finde ich. Wetlease innerhalb von Konzernen wird natürlich immer wichtiger. Aber die Frage ist natürlich, Discover hat ja begrenzte eigene Kapazitäten, aber verwässert das die Marke Discover nicht, wenn auf einmal Lufthansa kommt? Nur so als Fachfrage. Oder ist das die Markenprofile von Lufthansa, wird das verwässert? Ich weiß es nicht. Und interessanterweise, Lufthansa kann anscheinend dann doch gut billig produzieren, weil sonst hätte man ja einen anderen Anbieter, hätte ich fast gesagt, aus dem Konzern genommen, der billiger produziert, oder? Kurzfristig ist es natürlich sinnvoll und das macht auch Sinn, dass man dort die Kapazitätsprobleme bei der Lufthansa am Ende des Tages auffängt, die Discover hat. Aber die Frage ist natürlich, wie ihr das seht, ob es wirklich ein Thema ist oder ob es etwas ist, wo man am Ende des Tages sagt, na gut, das ist halt im Konzern so, mal fliegt die eine, fliegt die andere, aber es ist halt eine allgemeine Verwässerung und auch eine allgemeine, ich sage jetzt mal, Thematik, die wir haben, dass Fluggesellschaften halt leider nicht mehr so markentreu und Markenidentitäten haben. Beim zweiten Thema geht es auch um Lufthansa und da ist es Carsten S. aus Emmen, der den Druck erhöht. Und zwar die Streikkosten sind ja 200 Millionen Euro, wie wir alle wissen. Die werden dann gleichmäßig aufgeteilt auf die Piloten mit 100 Millionen und mit 100 Millionen auf die Kabinencrew. Lufthansa beziffert die Kosten des Streiks ja bei 200 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie sie das gerechnet haben und nutzt das Argument für zukünftige Sparmaßnahmen. Und die Gesamtkosten sind nicht das eine, sondern auch der Image-Schaden, weil bei der 100-Jahr-Feier wurde ja gestreikt und damit konnten Leute nicht zu einer 100-Jahr-Feier kommen nach Frankfurt. Und das ist natürlich Carsten S. aus Emmen besonders negativ aufgestoßen. Und man hat dann auch direkt die Lufthansa Cityline gekillt. Man hat das Ganze dann gegroundet. Die Frage ist, was hat denn der Spaß gekostet? Ist das überhaupt da drin? Und die Sache ist natürlich auch so, dass Carsten Spohr Deutschland als mit Kostenproblemen sieht und natürlich die Personalkosten als Kostenproblem sieht und damit immer wieder droht, im Ausland zu wachsen. Naja, nun gut, wir merken das ja, dass Deutschland als Luftfahrtstandort zurück bleibt. Im Gegensatz zu anderen habe ich ja auch diese Woche schon wieder gesagt. Es ist halt ein klassischer Konflikt zwischen Gewerkschaften und Wettbewerbsfähigkeit. Und der Trend zur Auslagerung von Betrieben ist ja auch nicht gebrochen. Bei Lufthansa sehen wir ja. Und damit sind die Jobs in Deutschland unter Druck. Aber die Frage ist halt, ist diese Unternehmenskultur richtig? Man sieht halt, dass die Piloten, die Kabine, dass sie da halt wirklich auf Teufel komm raus, sage ich mal, auf Konfrontation gehen.
Und Lufthansa geht auch maximal auf Konfrontation. Heißt also, man ist da auf beiden Seiten jetzt nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit, um es mal so zu formulieren. Und ich denke mal, dass vielleicht die Cityline-Schließung so holper-die-Polter eine kleine Überreaktion war. Ich habe gestern im Aufzug haben wir so ein komisches Display mit News und sowas und da stand gestern drin, dass zum Beispiel bei den Spritkosten Lufthansa ist da ja bläst, weil sie die Hedging haben über 80%, 6 Milliarden Dollar mehr im ersten Halbjahr an Spritkosten bei Delta, glaube ich, war das, was 83 oder 86% mehr sind als im Vorjahreszeitraum an Spritkosten. Also man sieht schon, dass Spritkosten richtig Geld sind. Also das ist jetzt nicht so, dass das nicht stimmt. Aber die Frage ist, ob man hier als Fazit einfach ziehen muss, dass die Eskalation auf beiden Seiten einfach keinen Sinn macht, dass man einfach sich unterhalten muss und dass man eine Lösung finden muss. Langfristig struktureller Umbau des Konzerns ist ja wahrscheinlich oder auch absolut zu erhoffen und ganz wichtig. Sind die Streiks in der Luftfahrt noch ein sinnvolles Druckmittel oder sagt ihr, das ist jetzt überspielt und schaden sie langfristig den Mitarbeitern einfach selbst? Weil man merkt ja in der Reaktion von Carsten S. aus M., dass da verletzte Eitelkeiten sind. Und ihr könnt euch das Pioneer-Video mal angucken. Das ist ein Podcast, habe ich mir reingezogen, glaube ich, vor 2 Wochen oder sowas. Macht euch ein Bild von Carsten S. aus M. und ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet. Dann haben wir einen Sixt-Skandal in den USA in der Form, dass eine Sixt-Mietwagenkundin nach Wochen eine Waffe in ihrem Auto gefunden hat, offenbar vom Vormieter zurückverlassen. Das war ungefähr nach fast einem Monat neben dem Fahrersitz in dieser Seitentasche. Oh, jetzt geht das Ding. Warte, muss ich einmal ausstellen. Sorry. Heißt also, dass man das dann finden kann. Ich selber gucke die Mietwagen, wenn ich welche nehme, auch natürlich nicht nach Waffen oder sowas ab. Das ist was Neues. Ich mache mittlerweile Bilder von den Autos, um Lackschäden und sowas nachzuweisen. Solche Sachen mache ich. Kilometerstände mache ich Foto von. Also solche Sachen. Aber eine potenziell geladene Waffe im Sixt-Mietwagen ist natürlich ein großer Fuck-up. Weil wenn man überlegt, dem die Knarre gehört, der wird doch die Knarre verlustig gemeldet haben. Hoffe ich zumindest. Also zumindest bei Sixt und dann bei der Polizei. Und dann, also ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also eine Glock. Also ich finde das relativ krass. Und die Frage ist natürlich, wie schlecht sind dann die Mietwagenkontrollen? Interessant ist ja auch, die Dame hatte Kinder im Auto. Stell dir mal vor, ein Kind hätte das gefunden und hätte angefangen mit der Knarre zu spielen. Die Glock ist zwar hat eine Sicherung, aber man weiß es halt nicht, wenn man rausziehen oder bis der aber ich will es gar nicht sagen. Also hier sollte man halt wirklich den Turnaround-Prozess bei Sixt vielleicht wieder etwas genauer machen. Aber es ist halt ein Massengeschäft. In Los Angeles haben die, glaube ich, 4.000 Autos alleine. Hier in San Diego haben sie 1.000 Autos. Am Flughafen, das sind schon Durchsätze, wenn man überlegt, was da halt geht. Und das machen ja auch Fremdfirmen, die halt für andere Mietwagenanbieter das machen. Ich werde halt, glaube ich, mein Prozedere bei Mietwagenanbietungen auch nochmal ändern müssen. Aber Gott sei Dank ist das ja nicht überall üblich, dass jemand seine Glock vergisst. Also ich würde meine Glock nicht vergessen, um ehrlich zu sein. Und wenn ich sie vergessen hätte, dann würde ich Panik schieben. Also insofern gucken, dass ich die schnellstmöglich zurückkriege. Also ja, das dazu. Ihr könnt ja Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Jetzt ist es in den USA auch passiert, mit Delta, sogar in der First Class und der Business Class gibt es Basic-Tarife, das nennt sich Delta First Basic, Delta Premium Basic und Delta One Basic. Also es ist ein Business-Class-Tarif, obwohl man es First Class nennt. Können wir jetzt darüber streiten, ob es First oder Business ist, aber auf jeden Fall ist es ein Premium-Tarif. Einschränkungen, die es bei dem First Class Basic-Tarif gibt, ist halt wirklich kein Loungezugang, kein Gepäck, keine Sitzplatzwahl, reduzierte Meilen, heißt also 2 Meilen pro US-Dollar. Gibt bis Januar 2027 Übergangsregelungen. Der Trend ist ja bekannt von anderen Fluggesellschaften in Europa oder aber auch im Nahen Osten. Qatar Airways hat es, Finnair hat es, British Airways hat es. Und Unbundling im Premium-Segment ist natürlich auch relativ uncool. Man möchte halt upsellen, aber auch Business oder First Class wird halt als komplexeres Produkt gesehen. Und die Frage ist das dann überhaupt noch Business oder First Class, wenn man da im Prinzip keinen Loungezugang und keine Annehmlichkeit mehr hat? Ich meine, dann bezahle ich im Prinzip nur noch den Sitz und das Essen.
Und die andere Frage ist natürlich, ob die Kunden für günstige Tickets bestraft werden, weil am Ende ist es ja so immer gewesen, die Tickets sind ja nicht billiger geworden, sondern man hat einfach nur die unterste Ticketkategorie genommen und hat die dann hochgezogen. Am Ende war das Ticket dann genauso teuer, man hat halt nur mehr Geld genommen für weniger Leistung. Und das ist halt eine Frage, ob das ein Ende der Premium-Produkte ist. Frage ist ja auch, welche Vorteile hat man denn als Statuskunde? Das heißt also bei Finnair zum Beispiel komme ich trotzdem in den Lounge, bei Finnair kriege ich trotzdem ein Gepäckstück mit. Das ist halt noch relativ cool. Aber das andere Problem ist, und das muss man halt ehrlicherweise sagen, andere Kunden haben da dann einfach nur so ein Barebone-Produkt. Die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht. Ja, würdet ihr so ein Basic Business oder First Class buchen oder dann einfach Economy und Upgrade und Ende im Gelände, dann habt ihr die Vorteile. Weil als Fazit kann man sagen, dass das natürlich eine konsequente Monetarisierungsstrategie ist. Aber die Gefahr ist halt, dass man eine Verwässerung der Premium-Marke hat und die Frage, ist das überhaupt dann noch markenkonsequent? Wenn wir jetzt im Lufthansa-Fall gehen und sagen, wir wollen Premium sein, wir sind aber dann kniepig und am Ende des Tages sind wir da so ein bisschen geizig. Schwierig bei so einem Thema. Deshalb lasst uns das Gesamtfazit zur Sendung jetzt ziehen. Und zwar ist es so, Airlines werden immer flexibler, was Wetlease und Kapazitätssteuerung geht. Das heißt also, dass man innerhalb vom Konzern Flugzeuge umleitet von Lufthansa auf Discover oder auf andere oder umgekehrt. Kostendruck sinkt natürlich zu harten Entscheidungen, Streiks und Verlagerungen, kann ich verstehen. Aber man merkt auch hier, dass immer wieder persönliche Befindlichkeiten dort ganz klar sind. Einmal natürlich auch Befindlichkeit bei Carsten S. aus M., der sich persönlich angegriffen fühlt. Wir brauchen jetzt über die 100-Jahr-Feier nicht zu diskutieren, ob Lufthansa 100 Jahre ist oder nicht. Erst ist man ja dagegen, dass man 100 Jahre alt wird, dann, also egal, wir können ja bald nochmal 75 Jahre Lufthansa feiern, weil die 50 Jahre haben wir ja gemacht. Wann war das denn? 2004 oder wann war das? Aber schauen wir mal, was Lufthansa da macht. Und die andere Sache ist natürlich, die man auch immer wieder im Auge halten sollte, dass die Gewerkschaften natürlich hier auch durch ihre, nennen wir es mal, Missachtung durch die Firma, heißt also gebrochene Versprechen, Vereinbarungen und so weiter, natürlich auch einen Punkt haben. Also insofern sind sehr viele Egos gebrochen. Aber lasst uns zum nächsten Thema gehen, und zwar dann Premium-Produkte werden auch systematisch entwertet. Einmal natürlich dadurch, dass man unbundelt, das heißt also Premium ist dann nicht mehr Premium. Und die ganzen Borderlebnisse, die ganze Journey wird halt fragmentiert, heißt also Airline- und Bodenservices. Und natürlich am Ende des Tages Sicherheit und Vertrauen bleiben kritische Faktoren. Bei den ganzen Themen sehen wir ja, was bei den Reisenden passiert, die in den Nahen Osten fliegen wollen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und natürlich vielleicht auch den Pioneer Podcast euch anzugucken mit Carsten S. aus M. Ich freue mich, wenn ihr das anguckt. Ihr lernt was, also es ist interessant. Und ihr könnt die Fragen des Tages beantworten, auch auf School. Und zwar sollte Discover Airlines unabhängiger werden, ist glaube ich keine wichtige Frage, aber die wichtige Frage ist halt, sind Streiks noch sinnvoll oder schädlich? Und ändert ihr euer Verhalten jetzt beim Mietwagen, sucht ihr nach der Glock. Stell dir mal vor, jemand hätte die Glock gefunden, aber ich will gar nicht damit weitermachen. Ich danke euch, die Sendung ist heute auch wieder länger als normal. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Bis dann, ciao.